Suchst du eine einfache Yoga-Routine für jeden Tag? Dann ist dieser Flow genau das Richtige. Sanft, effektiv und für jedes Level. Wir starten mit einem kurzen Warm-up, fließen durch den Sonnengruß und kraftvolle Kriegerposen, finden Balance im Baum und stärken gezielt deine Mitte. Lass uns loslegen. Wir starten am Anfang deiner Matte. Verankere deine Füße und richte dich auf. Atme durch die Nase ein und durch die Nase aus. Komme an. Und wir starten langsam mit dem Warm-up. Wir wärmen die Fußgelenke, die Handgelenke, streck die Arme nach vorne und kreise mit den Händen eine Richtung in die andere Richtung und bewege deine Füße, indem du deine Fersen anhebst, abwechselnd. Wir bereiten die Gelenke vor für die Praxis, ölen sie ein. Sehr schön. Und mit der Einatmung heb deine Arme über deine Seiten nach oben Richtung Himmel, mit der Ausatmung Hände vor dein Herz. 2 mehr so. Einatmen, Arme hoch und dann Hände vor dein Herz. Letztes Mal öffne dich nach oben und schließe die Hände zusammen. Atme ein, Arme hoch. Jetzt gehen wir ein paar Übungen dazu. Vorbeuge, einatmen, schaue auf, langer Rücken und beuge wieder vor. Langsam rolle nach oben hoch, bring die Arme über deinen Kopf und zu deinem Herzen. Das ist der halbe Sonnengruß. Einatmen, Arme hoch, beuge vor, Hände vor deine Füße, neben deine Füße. Langer Rücken, ausatmen, vorbeuge und rolle wieder auf. Bring die Hände vor dein Herz. Noch einmal, genau dieser halbe Sonnengruß. Wir begrüßen die Sonne. Arme hoch und vorbeuge. Gerne bring deine Knie in die Beugung und dann lass uns langsam aufrollen, Wirbel für Wirbel, Arme hoch und Hände vor dein Herz. Sehr schön. Jetzt ein bisschen mehr Position dazu. Einatmen, Arme hoch, Hände vor oder neben deine Füße. Langer Rücken, Hände auf deine Schienbeine und 2 große Schritte nach hinten. Bring die Knie zum Boden für Katze und Kuh. Einatmen, heb den Blick nach vorne, ausatmen, runde den Rücken, Bauchnabel nach innen, Richtung Wirbelsäule. Und dann streck beide Beine nach hinten aus. Für den ersten herabschauen Hund, zieh dein Becken nach oben hoch. Von hier in die Planke, setz Knie ab und so ein halber Push-Up nach unten. Einatmen die Kobra, die erste. Stell die Zehen auf über deine Knie in den herabschauen Hund. Bleibe hier für einen Moment. Beuge deine Knie, wenn du musst. Das ist der Anfang unserer Praxis. Hör auf deinen Körper und laufe langsam zu deinen Händen. Schaue auf, langer Rücken, beuge vor. Rolle Wirbel für Wirbel nach oben, Hände vor dein Herz. Sehr schön. Wir fließen weiter, Blick nach oben und dann vorbeuge. Atme ein, langer Rücken, Hände auf die Matte und wieder 2 große Schritte, diesmal direkt in die Planke. Setz die Knie auf den Boden und Herz zum Boden. Die Kobra einatmen, herabschauender Hund, ausatmen. Das ist unsere Mini-Pause. Dein Atem ist dein Anker. Er führte dich durch diese Praxis. Nimm dir die Zeit immer dafür. Laufe zu deinen Händen, mach den Rücken lang und beuge vor. Wirbel für Wirbel, wieder nach oben, Blick nach oben, Hände zusammen. Ich hoffe, du spürst schon ein bisschen Wärme. Wir kommen in den Stuhl, atme ein und beugen vor. Wieder einatmen, langer Rücken, Hände auf deine Schienbeine oder auf den Boden und wieder 2 große Schritte. Wir kommen direkt auf den Bauch. Du kannst immer deine Knie nutzen. Und dann über die Kobra in den herabschauenden Hund. Schau nach vorne, der rechte Fuß kommt vor für den Krieger 1.
so eine Mini-Rückbeuge hier. Schaue vielleicht Richtung Himmel und dann setz die Hände zurück zum Boden für die Planke. Langsam auf den Bauch. Einatmen, die Kobra und der herabschauende Hund. Linker Fuß vor, Blick vor. Atme ein, Arme hoch, 90 Grad vorne das Bein. Die Hüfte schaut nach vorne, auch die rechte Hüfte. Und bring die Hände zum Boden für die Vorbeuge. Langer Rücken, halbe Vorbeuge und wieder die ganz. Langsam in den Stuhl zurück, setz dich tief und dann bring die Hände vor dein Herz. Sehr schön. Tief ein- und ausatmen hier. Schön die Füße verankern in deinem Berg. Und dann wir setzen unseren Flow fort. Ausatmen, Vorbeuge. Langer Rücken, das kennst du schon. Und wieder 2 große Schritte. Langsam auf den Bauch. Du kannst gerne die Knie nutzen. Und diesmal komm ein bisschen höher in den heraufschauenden Hund. Drück den Boden weg von dir. Vielleicht schaukel dich hin und her und dann komme in den herabschauenden Hund. Sehr schön, Blick nach vorne. Der rechte Fuß kommt vor. Und diesmal kommen wir in den seitlichen Winkel. Heben den linken Arm nach oben. Öffnen die linke Schulter zum Himmel. Von hier der friedvolle Krieger. Der rechte Arm über den Kopf. Blick nach oben. Und der Krieger 2. Arme parallel zum Boden. Streck das vordere Bein. Zieht den Arm nach vorne für das Dreieck. Setz die rechte Hand an dein Schienbein. Stütze dich ein wenig und öffne deine linke Schulter. Von hier beugen wir vor in die Pyramide. Du kannst immer gerne deine Knie leicht beugen und von dort in den Lunge, die Planke und auf den Bauch. Die Kobra oder heraufschauender Hund. Wähle deine Variation, was dir besser tut hier. Das ist deine Praxis. Herabschauender Hund. Blick nach vorne, linke Seite. Dreh den hinteren Fuß auf, komme in den seitlichen Winkel, rechter Arm nach oben. Von hier friedvoller Krieger, die rechte Hand unterstützt dich hinten am Oberschenkel. Streck die Arme für den Krieger 2, schau nach vorne, über die linke Hand, beide Beine strecken, zieh den Oberkörper nach vorne und das 3. Wenn es okay für den Nacken, schau nach oben. Von hier Pyramide über beide Beine. Beide Beine sind gestreckt, wenn es geht, und über das vordere Bein beugen. Ausfallschritt hier und komm in die Planke zurück. Langsam in die Bauchlage für deine Rückbeuge, Kobra oder heraufschauender Hund und herabschauen. Tiefe Einatmung durch die Nase und wenn du brauchst, wenn du merkst, es ist viel Wärme aufgebaut, durch den Mund gerne aus. Laufe zu deinen Händen, schaue auf ein und Vorbeuge aus. Von hier rolle langsam wieder nach oben, Arme hoch, schließt die Hände vor deinem Herzen zusammen. Jetzt gehen wir in die Balance. Dafür üben wir heute den Baum und den Krieger 3. Bring die Hände in deine Hüfte und dann heb den rechten Fuß nach oben, dein Knie auf die Höhe der Hüfte zur Seite. Greife deinen Fuß und dann bringe den Fuß da, wo du meinst, dass er dort halten wird. Entweder unten an der Wade oder an deinen Oberschenkel oben. Drück den Fuß gegen den linken Oberschenkel und heb die Arme nach oben. Die Arme sind wie 2 Pole, die dich ausgleichen. Also nutze genau das, um in deiner Mitte zu bleiben, mit ruhigem Atem. Bring die Hände vor dein Herz und dann schick das rechte Bein gerade nach hinten für den Krieger 3. Aktiviere beide Füße. Das Standbein ist standhaft.
Und dann bring deine Hände zum Boden für die stehende Grätsche. Beuge vor. Das rechte Bein geht vielleicht ein Stückchen nach oben zum Himmel und vorbeuge. Von hier rolle nach oben, bring die Arme über den Kopf und schließ sie wieder vor deinem Herzen. Das zentriert wunderbar und bereitet dich für die linke Seite. Den linken Fuß anheben, Knie zur Seite öffnen, damit die Hüfte sich schon mal schön öffnen kann. Und den Fuß da, wo du meinst, dass du da gut halten kannst, deinen Baum. Keine Sorge, wenn du mal wackelst oder aus dem Baum rauskommst, kannst du immer wieder kurz entspannen und dann immer noch versuchen, in deiner Balance zu bleiben. Hände vor deinem Herzen, zwischendurch Fuß absetzen oder direkt in den Trigger 3. Schön aktiver Körper, der ganze Körper durch. Hände zum Boden, Blick nach unten oder zu deinem Schienbein stehende Grätsche und schließe das in der Vorbeuge. Langer Rücken hier und Vorbeuge. Rolle nach oben für deinen Berg. Jetzt bring deine Füße mattenweit geöffnet, die Zehen leicht nach außen ausgedreht für Malasa, den Yogi Squat. Bring die Arme nach vorne und setz dich tief. Deine Knie gehen nach außen. Unterstütze dich mit deinen Ellenbogen an den Innenseiten der Oberschenkel. Richte deine Wirbelsäule auf. Wunderbar, das ist einer der besten Übungen für den Alltag, um das vielleicht lange Sitzen auszugleichen. Für ein paar Augenblicke in diesem Squat bleiben und vorsichtig, du kannst dich abstützen oder direkt komme in das Boot, deine Hände nach oben öffnen, um die Schulter zu öffnen und finde diesen Sweet Spot auf dein Sitzbeinhöckern, Bauch anspannen, deine Oberschenkel ranziehen, das ist auch viel Kraft, wo du dann hier investieren musst aus den Oberschenkeln und dann löse, rolle langsam Wirbel für Wirbel auf den Rücken. Bring deine Füße näher zu deinem Becken für die Brücke. Die Füße sind hüftweit geöffnet, genauso wie die Knie. Und dann mit der Einatmung heb dein Becken nach oben hoch, verschränk deine Finger ineinander, wenn das für die Schulter okay ist. Oder bring die Hände ganz flach auf den Boden. Oder nach oben hoch wie so Roboterarme, dass die Ellenbogen in den Boden mehr schieben können. Schau, welche Variation dir entspricht. Und dann bleibe für ein paar Augenblicke noch in deiner Brücke. Wir öffnen hier die Vorderseite des Körpers. Lass den Nacken schön lang. Der Blick ist gerade nach oben. Und dann vorsichtig auf die Matte abrollen, die Hände auf den Bauch legen und schenke dir ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch. Das gleicht die Rückbeuge schön aus. Und jetzt kannst du mit den Knien von Seite zu Seite schwingen, jeweils das Knie Richtung Mitte nach unten ziehen. Das entspannt den unteren Rücken und das Becken. Die Vormuskulatur wird schön durchmassiert hier. Sehr schön. Und dann bleibe auf einer Seite. Ein statischer Twist. Dreh den Kopf weg von den Knien. Und zu der anderen Seite. Das gleiche hier. Lass die Beine einfach schön so fallen. Und dann schau, dass deine Schulter auf dem Boden bleibt. Und dann heb deine Beine nach oben hoch. Ist so eine kleine Umkehrhaltung. Es ist so entspannt für die Beine. Und jetzt für den Bauch. Bring dein rechtes Bein nach unten und abwechselnd das linke. Dafür schau, dass der Bauch richtig aktiv ist und du ziehst den Bauchnabel nach innen und Richtung deiner Matte. Wenn du merkst, dass du ein Hohlkreuz bildest, geh nicht so tief mit deinen Beinen. Ist das kontraproduktiv. Wir wollen die Mitte stärken und nicht den Rücken schwächen.
Bring deine Hände am Kopf, hinten Kopf und dann diagonale Bewegung, Ellbogen zum Knie. Mit der Ausatmung du drehst, mit der Einatmung komm zur Mitte. Das kann dein Tempo sein, das kann ein bisschen langsamer sein oder schneller, das, was du für richtig empfindest für dich, für diesen Moment. Aber atme und entspanne. Jetzt bring dein Becken nach oben hoch und wieder zurück zum Boden. Also wir heben das Becken aus der Kraft der unteren Bauchmuskulatur und dann versuchen die Beine richtig hoch nach oben schießen zu lassen. Sehr schön. Und setz die Füße ab, streck dich jetzt auf der Matte, Arme hinterm Kopf, Beine nach vorne strecken. Jetzt schön lang die Bauchmuskulatur machen. Sie hat wirklich viel jetzt zu tun gehabt. Jetzt können wir hier entspannen. Komm in deine verdiente Shavasana, Endentspannung. Und alles, was du jetzt brauchst, trägst du bereits in dir. Das heißt, nichts ist falsch, alles ist richtig und es reicht, wenn du einfach da bist und atmest. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, und wenn du bereit bist aufzustehen, greif dein Knie oder geh über deine Seite und komm in einen Sitz. Danke dir selbst, dass du dir heute diese Zeit für dich geschenkt hast. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen, fürs Praktizieren und bis ganz bald. Du kannst gerne auch hier noch bleiben für einen Moment der Stille. Namaste.